Moin Moin liebe Community, hier ist der Chris und heute geht's weiter mit der PrintNC V4. Heute wollen wir mal darüber sprechen, was wir machen müssen, damit die PrintNC nun das erste Mal sich bewegen darf, denn ich habe schon ein paar Sprüche bekommen, dass es nicht weitergeht und ihr wollt sie sehen, dass sie sich bewegt. Grüße an Roy übrigens. Machen wir heute. Ja, wir gucken uns das mal an. Zumindest müssen wir heute darüber sprechen, was wir alles einstellen müssen, damit sie funktioniert. Wenn ihr euch ein Gerät kauft, packt ihr es aus und es funktioniert. Die PrintNC ist ein Do-it-yourself-Projekt. Ihr müsst alles selbst machen und ihr müsst auch die Informationen dafür selbst beschaffen. Ja, das ist halt das, was dieses Thema ausmacht. Do-it-yourself heißt eben, man macht selbst und lernt eben auch was dabei, wie es funktioniert. Also, was brauchen wir? Zum einen müssen wir erstmal überlegen und verstehen, wie die Topologie bei unserer Fräse ist. Im Prinzip habt ihr an der Fräse einen Computer, einen PC. Ja, und dieser PC, auf diesem läuft NC-Sender. Und NC-Sender ist im Prinzip das Tool, was wir verwenden, um G-Code zu senden. Wo kommt der G-Code her? Naja, der G-Code, der kommt hier aus dem entsprechenden 3D-Programm. Ja, dann haben wir hier das Thema Fertigung und dann erstellen wir hier Setups und dann, da kommt der G-Code her. Ja, wir haben dann hier noch einen Postprozessor, der ist auch noch wichtig. Da komme ich dann aber dazu, wenn wir hier die CAD-CAM-Sachen machen. Ne? So, CAD ist klar, Computer-Aided Design und CAM ist auch klar, Computer-Aided Manufacturing. Das heißt, in dem einen CAD zeichnen wir das Programm und im CAM sagen wir der Maschine, was sie machen soll, um dieses Bauteil eben herzustellen. Ja, so, also an der Fräse hängt ein PC dran, der hängt per USB am FlexiHall. Ja, das FlexiHall ist ja unser Brain, unser Gehirn unserer Fräse. Das schreibe ich hier auch mal hin. FlexiHall, so. Und auf dem FlexiHall läuft natürlich GRBL Hall. Ja, ist ja logisch. Das ist die Software, die wir verwenden. Und von da aus geht es dann an die Treiber und die bewegen dann die Stepper, ja, die Motoren. So ist im Prinzip die Topologie. Und was wir jetzt im Prinzip erstmal machen müssen, wir müssen erstmal dem FlexiHall und dem GRB-Hall, also der Software da drauf, müssen wir erstmal erklären, wie die Parameter unserer Fräse sind. Was ich jetzt hier habe, ist, ich nutze NC-Sender, das läuft auf dem PC an der Fräse. Und NC-Sender hat den Vorteil, dass es auch ein Webinterface haben kann. Bedeutet also, wir können in einem Browser, können wir hier schön mit der IP des PCs und dem Port, den wir gewählt haben, zeige ich euch mal hier. Bei NC-Sender könnt ihr hier unter General, seht ihr hier Remote Control Settings. Hier gibt ihr den Port an und sagt, das ist erlaubt, Allow Remote Control, speichert das Ganze. Und dann findet ihr unter der IP des PCs, der an eurer Fräse klemmt, auf dem NC-Sender läuft, findet ihr dann im Prinzip mit diesem Port dann dieses Webinterface und dann habt ihr euer NC-Sender auch im Browser, sage ich mal. Ihr solltet das so natürlich nicht steuern, ihr solltet immer an der Maschine sein, das habe ich euch auch schon tausendmal gesagt. CNC-Fräsen ist nicht 3D-Drucken. Ja, 3D-Drucken, da sitzt man, keine Ahnung, 24, 28 Stunden nicht davor, denn der macht das einfach. Und wenn man Glück hat und kein Spaghetti hat, dann hat man nach 28 Stunden sein Bauteil. An der CNC-Fräse seid ihr permanent dabei, wenn die fräst. Ihr setzt euch nicht irgendwo hin, ihr geht nicht raus, eine rauchen, fahrt nicht zum Einkaufen, nichts, gar nichts. Wenn ihr fräst, dann seid ihr an der Maschine. Ja, es kann sehr viel kaputt gehen, es können Probleme auftreten, es kann auch mal ein Feuer entstehen, wenn ihr Pech habt, ja, wenn ihr da irgendwelche heißen Chips produziert, die irgendwo zwischenklemmen. Also ein Feuerlöscher ist auf jeden Fall auch ein Thema an der CNC-Fräse, solltet ihr auf jeden Fall bereit haben. Also nicht, dass das immer passiert, aber es könnte passieren. Also Sicherheit, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ja, auf was ihr da so achten solltet. Aber heute geht es erstmal darum, wie wir der GRB-Hall-Software sagen, was für eine Fräse wir haben, welche Parameter. Zum einen habt ihr natürlich auf dem FlexiHall schon, wenn ihr das bekommt, wenn ihr das gekauft habt, da ist schon GRB-Hall drauf und meistens, also ich glaube zu 99%, ist da auch schon die passende Firmware drauf für die PrintNC, denn die PrintNC hat eine gewisse Konfiguration, nämlich das sogenannte Gantry. Ja, also ihr habt 2 Y-Motoren. Und diese 2 Y-Motoren müssen sich natürlich gleichzeitig bewegen und das muss man in GRB-Hall rein basteln in die Firmware und das muss man halt irgendwie machen und das hat
Expatria schon gemacht, die Hersteller von FlexiHaul. Ansonsten gibt es natürlich bei Expatria auch einen entsprechenden GitHub-Link, wo ihr dann die aktuelle Firmware dann auch runterladen könnt, denn GRB Hall entwickelt sich natürlich auch und da sollte man natürlich dann auch gucken, dass man immer die neueste Software hat, wobei das nicht immer gut ist mit der neuesten Software, aber die Community testet das alles schon und wenn es da Probleme gibt, wird es meistens auch schnell gefixt. Nur das mal dazu. Ich habe jetzt in dem Fall hier die 1.1f drauf. Das ist noch eine ältere Version, weil ich auch noch nicht sehe, dass ich jetzt updaten muss in der Einstellungsphase und dementsprechend ist das soweit in Ordnung. Wenn wir hier im Terminal, wir sind verbunden, ne, ich zeige euch das nochmal ganz kurz hier unter Controller Setup, CNC Controller Setup. Ne, mein PC da an der Fräse ist per USB verbunden mit dem FlexiHaul, das sind die Parameter und wir sehen hier rechts hinten ist meine Home Location. Ja, und wenn wir dann halt mit dem ganzen System verbunden sind, oder beziehungsweise NC-Sender verbindet sich dann automatisch mit der Maschine, dann können wir hier im Terminal zum Beispiel mal $$ eingeben und dann spuckt GRB Hall uns hier alle Parameter aus, wie sie aktuell gesetzt sind. Und die Settings von GRB Hall, die laufen auf diesen $Zeichen, ja, Settings, sage ich mal. Ihr könnt das natürlich hier in der Konsole machen, das ist vollkommen klar, aber bei NC-Sender gibt es auch die Möglichkeit, oben rechts auf das Zahnrad zu klicken und dann haben wir unter Firmware hier nochmal alles mit ein bisschen Text dazu, damit ihr auch wisst, welcher Parameter im Prinzip was macht. Ja? Wenn ihr einen Parameter ändern wollt in der Konsole, ja, dann könnt ihr einfach sagen, sage ich mal, $100 ist gleich und dann sagt ihr einfach, was für einen Wert der haben soll. Ja, ich glaube ohne Freizeichen. Ich glaube, so muss man das machen. Und dann gebt ihr den Wert an, den ihr haben wollt. Wir machen das heute ein bisschen schöner. Wir gehen hier über das Interface vom NC-Sender. Wenn man schon so ein tolles Programm hat, dann sollte man das auch nutzen und sollte man sich die Arbeit erleichtern, sage ich mal. So, und worum geht es heute? Wir müssen natürlich erstmal der Maschine sagen, wie ihre Dimensionen sind. Also welche Hardware haben wir, welche Motoren, welche Spindeln, welche Arbeitsfläche haben wir und so weiter und so fort. Und das müssen wir der Maschine erstmal sagen, bevor sie dann auch die Achsen fahren darf. Ja, vorher gibt ihr keine Fahrbefehle, das könnte nämlich böse enden. Ja, und dementsprechend gucken wir uns jetzt mal hier die Rechnungen an, die wir machen müssen. Der Chrissy hat die Stepper Online CL57Y Stepper. Das sind 1,8 Grad Stepper Motoren, das sind die meisten, also macht euch da keine Sorgen. Und die machen 200 Steps pro Umdrehung. Und wie kommt man auf die 200 Steps pro Umdrehung? Naja, simpel, ein Kreis hat 360 Grad und 360 durch 1,8 sind 200. Ja, also 200 Schritte pro Umdrehung. Auf X und Y haben wir 16 10er Spindeln, das bedeutet 16 mm Durchmesser, 10 mm Steigung pro Umdrehung, also 10 mm Weg pro Umdrehung. Und auf Z haben wir eine 1204, auch das ist klar, 12 mm Durchmesser und 4 mm pro Umdrehung. Ja. Und die Rechnung dafür ist ganz einfach. Die Steps pro Millimeter ist Spindelsteigung durch Pulse pro Umdrehung. Und da wir ja auf X und Y 1000 Microsteps eingetragen haben, habe ich euch schon gezeigt, als wir die Driver konfiguriert haben. Da gibt es so kleine Dipschalter, ne? Da muss man das Microstepping einstellen. Haben wir bei Y und X haben wir 1000 eingegeben und bei Z haben wir 400 eingegeben. Und wenn man die Rechnung mal durchrechnet, ergibt das 100 Steps pro Umdrehung. Ja, und das ist dann hier in dem Fall in dem Setting $Zeichen 100 drin. Das bedeutet, wir gucken mal hier, wir können hier oben suchen, ne? Da geben wir einfach mal 100 ein und hier sehen wir X-Axis Travel Resolution, da steht es auf 100 und 101 ist Y und 102 ist Z. Ja? Alles auf 100, das war auch so intended, deswegen haben wir auch die Microsteps so eingestellt. Also das haben wir eingestellt. Das ist der Weg. Das bedeutet also, wenn wir unserer Fräse sagen, fahr 4 mm, dann fährt sie jetzt auch auf der Achse 4 mm. Ja? Als nächstes, was wir einstellen müssen, ist die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Die Geschwindigkeit in diesem Fall ist die Maximalgeschwindigkeit der Achse. Ja? Heißt also, ihr könnt langsamer fahren, wenn ihr das wollt, aber das ist G0, ja, die maximal mögliche
Geschwindigkeit eurer Achse. Da habe ich jetzt 5000 eingegeben für den Start. Es gibt Leute, die fahren auch 15.000 und mehr. Also da bitte darauf achten, das ist schon echt schnell. Das ist hoher Verschleiß. Also 5000 nicht, sondern 15.000 oder 12.000. Das ist hoher Verschleiß und ihr müsst natürlich sicher sein, dass eure Achsen auch perfekt zueinander ausgerichtet sind, weil bei diesen hohen Geschwindigkeiten natürlich hohe Belastung auch auf den Achsen wirkt. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das unbedingt so schnell machen muss, ob das auch so ein bisschen Challenge ist, weiß ich nicht, in der Community. Also ich habe meinen jetzt erstmal auf 5000 gestellt, das reicht für mich, oder 8000 ist, glaube ich, auch das Maximum, was ich schon mal ausprobiert hatte, was für mich vollkommen ausreichend ist als G0. Also schnellstmögliche Bewegung, wenn die Fräse nicht in der Bearbeitung ist. G0 heißt immer, fahr so schnell wie möglich irgendwo hin. Ja, und das macht man ja in der Bearbeitung nicht, weil man da ja eigentlich sein Werkzeug mit der Feedrate, die man braucht, benutzt. Und wenn man dann absetzt und zum nächsten Bohrpunkt oder sowas oder Fräspunkt fahren will, dann fährt man zum Beispiel mit G0 und das ist dann auch der einzige Moment, wo wir das so verwenden. Ja? Also das ist sozusagen die Reisegeschwindigkeit, würde ich mal sagen. Ich habe da jetzt 5000, 5000 und 3000 eingestellt, 110, 111, 112, seht ihr ja hier. Ja? Da könnt ihr nach oben ausprobieren. Wie gesagt, je nachdem, wie gut ihr gebaut habt, könnt ihr da auch sehr schnell fahren, wenn ihr das wollt. Die Beschleunigung, die sagt natürlich aus, wie schnell die Geschwindigkeit erreicht wird, auf die ihr hin wollt. Ich habe meine jetzt auf 300 gestellt. Das ist dann hier der Parameter 120, 121, 122. Ne? Ist klar, das ist immer sehr einfach gemacht bei GRB Hall. Kann man also sehr schön hier sich angucken. Da habe ich dann Z auf 100 gemacht und die anderen auf 300. Da könnt ihr auch noch später dran arbeiten, wenn euch die Beschleunigungen nicht ausreichend sind. Ja, manchmal hat man dann bei der Bearbeitung Probleme, wenn die Beschleunigung nicht hoch genug ist. Müsst ihr euch ausprobieren. Na, aber fangt erstmal damit an. Das sind Startwerte. Fangt damit an, probiert euch aus und dann könnt ihr ja immer noch nach oben drehen. Ja. So, das sind die grundlegenden Werte, die wir jetzt erstmal im Prinzip festgelegt haben. Der Vorteil hier, man kann hier natürlich auch noch verschiedene Einstellungen machen. Ich werde jetzt nicht über alle Einstellungen gehen, die hier in GRB Hall drin sind. Das sind nämlich ganz schön viele. Wichtig ist nur zu wissen, dass wenn ihr das Flexi Hall nach Hause bekommt, ist da ja schon GRB Hall drauf, was ich schon gesagt hatte, mit der entsprechenden Gantry Version für die Printenc V4. Die heißt auch Printenc, die Software, also da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr bei Expatria mal aufs GitHub guckt. Die Firmware heißt auch Printenc, da sind dann schon die beiden Y-Achsen gekoppelt. Ja. Das ist dieses Gangt, heißt das, also ja, Gantry halt. Aber wenn ihr das mal updaten wolltet, dann könnt ihr das natürlich machen, ist ja klar. Und diese ganzen Einstellungen sind dann eigentlich schon für euch grob vorher programmiert, aber nicht passend zur Printenc. Also nicht jeder Parameter passt direkt zur Printenc. Den muss man dann natürlich auch noch entsprechend anpassen. Was hier auf jeden Fall auch noch wichtig sind, sind ein paar Punkte, die man zum Beispiel machen kann, wie zum Beispiel Hard Limits. Bedeutet also, wenn ihr einen Endswitch erreicht, dann wird die Achse sofort angehalten, was gut ist. Und was man hier dann auch noch machen kann, sind die Soft Limits. Das bedeutet, dass wenn die Achse homed ist, nullt sie ja ihre Achsen, ihre Position ab. Und da ihr dann eintragen könnt, wie weit sie fahren darf, weiß sie auch, wo das untere Limit ist. Also wenn sie auf euch zukommt. Da haben wir ja kein Limit-Switch, deswegen könnt ihr die Soft Limits dann auch noch einstellen. Das ist auch kein Problem. Homing Cycle ist klar, der ist enabled und man sollte auch immer machen bei Start Required, ja, weil ist klar, wir haben kein absoluten Messsystem, sondern ein inkrementelles. Wir müssen also von irgendeinem Referenzpunkt aus, in dem Fall ist das unser Homepunkt, von da aus fangen wir an zu zählen, ja. Und deswegen muss man gerade nach dem Neustarten grundsätzlich immer homen und das solltet ihr auch machen. Ja, das ist wirklich super wichtig. Hier können wir noch die Directions einstellen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ja, ich musste meine alle hier so hinstellen, weil meine Z-Achse und meine X-Achse sind verkehrt rumgefahren beim Home. Ne? Deswegen, da muss man ein bisschen gucken. So, hier ist auch noch ein bisschen Spielkram. Homing Locate Feed Rate. Das ist eben, wie langsam wir eben fahren, wenn wir dann versuchen, den Homepunkt zu finden.
Hier ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, mit dem ich große Probleme hatte, diese 4 Millimeter, das ist diese Pull-Off-Distance. Das heißt also, wenn wir auf den Home-Punkt fahren, dann fahren wir erstmal auf den Limit-Switch hinten am Ende der Achse, fahren wieder runter, fahren dann langsam drauf und fahren nochmal runter. Ja? Und diese 4 Millimeter muss ich einstellen, weil immer wenn ich weniger als 4 Millimeter einstelle, dann fährt meine Achse nicht vom Home-Switch runter, vom Limit-Switch. Das war ein bisschen tricky, da muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten, das noch ein bisschen besser zu machen. Das ist wahrscheinlich die Positionierung meiner Sensoren. Das ist ein Thema, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. So, was hier auch noch interessant ist, wir haben hier, lass mich mal ganz kurz gucken, PWM-Frequenz brauchen wir nicht, wir haben ja keine PWM-Spindel. Parking Cycle kann man auch noch machen, genau, dass die Achsen dann parken. Also wenn man dann ausmacht und fertig ist, dann fährt zum Beispiel Z hoch und sowas, alles klar. Ist immer wichtig, Z hoch zu fahren, dass man nirgendwo gegenfährt. Hier kann man noch das Homing einstellen, also im ersten Schritt des Homings wird Z erstmal bewegt, im zweiten Schritt wird dann X und Y zusammen bewegt. Ihr könnt natürlich auch einen dritten Durchgang machen, dass ihr im zweiten dann nur X und im dritten Y fahrt, aber XY kann man beim Home eigentlich immer zusammenfahren, das ist nicht schlimm. Man kann theoretisch auch alle drei zusammenfahren in der ersten Phase, das geht auch, aber ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, so, dann haben wir ja Jogging Speeds, klar, die wir so einstellen können. Was ist das Maximum, wenn wir eben joggen? Joggen ist halt, wenn wir hier mit diesen, das kann ich jetzt nicht verschieben, aber ich kann es schließen, wenn wir hier mit diesen Dings fahren, das ist das Joggen, dass die dann bestimmte Geschwindigkeiten maximal zulassen. Da könnt ihr auch Geschwindigkeiten zulassen, die eben unterhalb eurer G0 Sachen sozusagen sind. Na, hier haben wir wieder den Parameter 100 und so weiter, ne? Hier haben wir dann 110, das habt ihr ja gerade schon gesehen. Also das ist alles sehr, sehr cool. Hier haben wir das Thema mit der Maximum Access Travel Distance from Homing Switch. Ja, das heißt also, das ist ein Soft Limit, weil wir wissen, wie weit unsere Fräse fahren darf vom Home Switch zurück. In dem Fall 64 cm, 640 mm. Und das ist dann euer Soft Limit. Ja, das heißt also, dass die Achse, wenn sie gehomed ist, weiß sie, dass sie in die andere Richtung 640 mm fahren darf und dann geht es in Störung, damit sie nicht vorne gegenknallt. Ne? Logischerweise. Ja, auch bei Z, ne, habe ich jetzt 140 eingetragen, müsst ihr bei euch mal ausprobieren. Ja? Backlash Compensation brauchen wir erstmal noch nicht. Hier haben wir natürlich dann auch den Y Dual Axis Offset. Ja, das brauchen wir dann später auch, wenn wir noch das Mechanische an den Achsen fertig machen. Ne? Also wir müssen ja das Squaring machen, also wir müssen die Y-Achse oder die X-Achse im rechten Winkel zu den Y-Achsen bringen und wir müssen danach natürlich das Trim und Tram machen, also unsere Achsen entsprechend senkrecht ausrichten. Da komme ich dann noch zu. Das wird dann das nächste Video werden, wo ich euch das dann zeige, wie wir eine Referenzfläche erzeugen und darauf dann im Prinzip unsere Achsen zueinander ausrichten. Na, aber das sind dann auch Dinge, die wir nachher später brauchen für die Geschichten mit dem Squaring, also mit dem rechtwinkligen Ausrichten, denn ihr müsst es gar nicht so genau machen. Da wir zwei Y-Motoren haben, können die Y-Motoren sich ein bisschen jeweils in eine andere Richtung drehen und können dann im Prinzip die X-Achse übertrieben gesagt gerade ziehen. Ja, so, weil wir ja zwei Antriebsachsen haben auf Y. Das ist schon ganz cool. So, hier haben wir natürlich Tool Change Mode, das ist später auch sehr wichtig, da werden wir aber jetzt noch nicht drüber sprechen. Das wird nachher sein, wenn wir werden ja Werkzeugwechsel in unseren Bearbeitungen haben, ihr könnt ja nicht alles mit einem Werkzeug machen. Dementsprechend, ja, wird das hier später noch eine Rolle spielen, aber das machen wir dann erst, wenn es soweit ist. Ne? Auch hier mit der Tool Change, C-Grade und so weiter, da kann man halt entsprechend Sachen einstellen, die wir nachher brauchen. Aber die sind jetzt noch nicht wichtig. So, wichtig hier sind die Sachen Modbus Bautrate 19.200, weil wir ja über Modbus kommunizieren mit unserer Spindel, mit unserem VFD, ja, also unserem Variable Frequency Device, also unserem Umrichter sozusagen. Und ja, Coolant On Delay 1 Sekunde, Spindle On Delay haben wir jetzt keins. Und die Default Spindel ist in meinem Fall die Huangyang V1, das ist halt der Umrichter, den ich habe. Ne, damit weiß GRB Hall, wie sie per Modbus mit dem Umrichter kommunizieren muss.
Ja, das sind auch Dinge, die wir einstellen müssen. Die Probe-Geschichten, da kommen wir noch zu. Das wird alles später noch funktionieren, wenn wir eben dabei sind bei dem Punkt. Jetzt darüber zu sprechen, verwirrt euch im Prinzip nur. Ja, also deswegen lassen wir das auch mal. Ja, ATC habe ich ja auch. Ich habe ein Plugin installiert für den automatischen Tool Change. Da werden wir dann entsprechend auch nochmal drüber sprechen, wenn es da soweit ist. Ja. Wie kommen wir da hin? Ganz einfach. Ihr klickt hier oben auf die Einstellungen, geht auf Plugins und sagt dann Install Plugin. Dann hat hier der Francis ein paar Plugins für euch bereitgestellt, die ihr im Prinzip installieren könnt. Kommen wir dann auch noch zu. Und diese Plugins, die kann man halt hier unten dann aufrufen. Ja, hier rechts. Und da gibt es dann halt verschiedene Plugins, die ich jetzt natürlich nicht aktivieren kann, weil ich noch nicht hier Home bin. Ja. Homen heißt, also nachdem wir jetzt hier alles eingestellt haben, sieht NC-Sender dann so aus. Home heißt, die Achse ist hier hinten. Und da wir die ja gerade neu gestartet haben, die Maschine, muss ich jetzt mal das Homing machen. Und dazu drücken wir jetzt etwas länger auf Home. Und ich muss jetzt nur aufpassen, dass die Maschine keinen Scheiß baut. Deswegen drehe ich mich gleich mal um. Aber es hört sich gut an. Ihr hört das nicht, aber ist egal. Ja, sie homet sich. Das ist jetzt das langsame Home, das habt ihr gehört. Jetzt fährt sie ganz langsam. Ich bin ziemlich weit weggefahren, leider. So, jetzt sind wir gehomed. Und jetzt ist hier auch alles freigegeben und ihr seht, das sind jetzt die 4 mm, wo wir weggefahren sind. Und jetzt kann ich meine Achsen auch tatsächlich bewegen. Ich muss noch mal gucken, dass ich nicht irgendwo gegenfahre. Ja, man hört sie, ja. Ja, man hört sie. Also die Achsen fahren. Ihr könnt es nicht sehen, ich habe es mit Absicht so gemacht, weil da sind wir noch nicht. Ja, Leute, wir sind noch nicht da. So, X können wir auch fahren. Fährt alles wunderbar. Ich weiß nicht, ihr seht sie vielleicht hier. Warte mal, müsst ihr mal hier an mir vorbeigucken. Da müsstet ihr jetzt, glaube ich, gleich die Spindel vorbeifahren sehen. Ne, ihr seht sie nicht. Doch, da ist sie. Hier. Da. Da seht ihr sie. Da ist die Spindel. Was, ich weiß mal weiter. Seht ihr sie? Wie sie da schön an mir vorbeifährt. Ja, steht jetzt schön da in der Mitte. Ihr könnt sie. Da kommen wir noch zu, Leute. Da kommen wir noch zu. Ja, das ist alles okay. So, also das ist, das funktioniert schon mal. Ihr seht es auch, wir haben dann auch Positioniermeldungen. Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier die X-Achse wieder auf 0 fahren. Also ihr könnt zum Beispiel auch sagen, dass wir X auf 0 fahren wollen, dass wir Z auf 0 fahren wollen und so weiter. Ihr könnt das auch hin und her joggen, das ist auch kein Problem. Und hier seht ihr dann auch die Maximalgeschwindigkeit. Ne? Wenn ich jetzt also 5000 eingebe, ist schon schnell. Ja, das ist schon schnell. Darum habe ich jetzt hier mal 3000 gemacht. Zum Spielen, ne, dass man nicht irgendwo drauf hämmert auf den Tisch oder so. Dafür ist das schon ganz cool. Ja? Also ihr seht, die Achsen fahren. Ihr seht es nicht, denn das habe ich mit Absicht gemacht. Aber sie tut, was sie soll. Ja, die Achse. Und das ist eben das, was wir hier eingestellt haben. Was ihr jetzt natürlich noch machen müsst, ist die Wege kontrollieren. Das heißt, macht euch einen Punkt, fahrt 100 mm irgendwo hin, messt das, sind das 100 mm, ist das schön, macht das auf allen Achsen. Das ist dann schon mal schön. Und im nächsten Schritt, da wir ja jetzt im Prinzip das soweit konfiguriert haben, dass unsere Achsen fahren können und fahren dürfen, können wir im nächsten Schritt dann am Tisch anfangen, das Squaring und das Nodden und also das Trammen und Trimmen machen oder das Nodding, also ne, das Nicken der Achse einstellen. Das machen wir dann noch zusammen. Aber so seht ihr schon mal, dass das im Prinzip wunderbar funktioniert. Diese ganzen Geschichten mit den Sensoren ausrichten und so weiter und so fort, da brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Es gibt definierte Positionen im CAD, wo die sein müssen, ja, und man dreht von Hand quasi die Achse, so habe ich es gemacht, hinten gegen, komplett hinten gegen. Und dann dreht man sie 2-3 Umdrehungen vor und da ist mein Sensor, dann bin ich weit genug weg hinten von einem mechanischen Anschlag und damit ist das für mich dann gegessen. Ja, also, weil immer wieder die Frage kam, kannst du mal zeigen, wie man die Sensoren einstellt? Die müsst ihr nicht einstellen. Ja, die können alle auf gleicher Länge sein. Wenn ihr parallel gebaut habt, dann sind die an der richtigen Stelle. Ja, und dementsprechend geht das dann auch. Aber später mehr dazu, wenn wir dann an der Maschine sind. Wir sehen auch hier, dass hier oben alles grün ist, ja, dass die ganzen Limits alle wunderbar sind. Und hier ist natürlich noch mein Pedant sozusagen. Da gibt es zwar eine neuere Version, die ich jetzt aber nicht installieren will.
Und damit können wir dann im Prinzip mit der Hand dann die Achsen verfahren. Wir haben hier gehomt, das hat wunderbar funktioniert. Und wir sind soweit klar, dass wir dann im nächsten Video das mechanische Squaring Trim und Tram machen können. Und ja, das war's schon für dieses Video. Sie ist gefahren, ihr habt es nicht gesehen, aber das war auch das Ziel. Wir sehen uns im nächsten Video, dann geht's weiter. Macht's gut, tschüss, euer Chris. Und wenn ihr Fragen habt, Kommentare und natürlich einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.